Die K.O.-Phase geht los mit unserer Eintracht gegen United. Schwerer Name auf jeden Fall, schwerer Gegner. Ja, nach den Leistungen in den letzten Jahren weiß ich nicht, ob man United hier als ernsthaften Konkurrenten ansehen sollte. Aber klar, hier in-game auf jeden Fall. Die haben ein paar gute Leute. Wir müssen leider Chukwueze ersetzen. Er fällt jetzt 2 Monate aus, wird aber hoffentlich nochmal fit dann zum Saisonendspurt. So die letzten Spiele. Und deswegen lösen wir das, indem wir Glover auf der 10 spielen lassen und Martin auf der rechten Seite. Da bin ich sehr gespannt. Er hat das gegen Union dann noch relativ gut gemacht. Und jetzt bin ich halt gespannt gegen United. Wir haben eine ziemlich komplizierte Woche jetzt gegen United. Dann haben wir die Bayern zu Hause. Das ist ja für mich schon so ein bisschen das Duell um die Meisterschaft. Würde ich es jetzt mal vorsichtig betiteln. Wer das gewinnt, der hat, glaube ich, ganz gute Chancen. Die Bayern halt, weil sie dann 6 Punkte weg sind. Und ich mir da nicht vorstellen kann, dass sie nochmal 2 Spiele irgendwie verlieren sollten. Aber jetzt ist erstmal Champions League dran. Gegen United, da will ich auch so weit kommen, wie es geht. Und ich glaube, dass United wirklich schlagbar ist. Ich glaube, selbst bei United, also in Manchester, da haben wir gute Chancen. Aber hier zu Hause will ich natürlich im besten Fall den Grundstein legen. Für ein Viertelfinale vielleicht. Hakimi gegen Kostic. Oder hat er natürlich einen seiner... einen auf seinem Niveau, wobei Hakimi ist vielleicht nochmal ein bisschen schneller als Kostic, weiß ich jetzt gar nicht. Die müssten mal gegeneinander laufen in der Spitze. Anthony, Mason Mount sind natürlich auch alles gute Fußballer, obwohl es bei denen halt auch zurzeit nicht läuft. Aber bei Mamouche da läuft. Und der läuft gegen Anthony. Und da kommt er nicht hinterher. Boniface, der Licht kommt dazwischen. Ja, holt den fair. Das ist natürlich auch ein Brett in der Innenverteidigung. Aber wir können auch grätschen. Und wir holen uns sogar den Ball zurück. Also das Pressing klappt. Und es wird natürlich auch auf Kleinigkeiten ankommen. Ist natürlich selbstverständlich, wie immer in so einer K.O.-Phase. Boniface. Oh, Boniface gegen Schlager. Das war natürlich... Sah doof aus und war natürlich auch nicht gut gelöst. Und jetzt kommt United. Aufgepasst. Rashford. Freunde mit Højlund. Da sind wir jetzt ein bisschen unsortiert. Es kommt Schlager über die Außen gegen Kadiolu. Kadiolu, den muss er haben. Und es gibt Elfmeter. Oh, für nichts wahrscheinlich wieder. So plötzlich, ey. Weißt du, passiert nichts und zack, auf einmal 51 Schiris kann hier das ganze Spiel auf den Kopf stellen. Jetzt gucken wir gerade nochmal. Kadiolu. Oh, weiß ich nicht, da war ja nix. Also er stolpert wirklich über seine eigenen Füße. Ey, was soll ich noch machen? Er stolpert über seine eigenen Füße drüber. Und deswegen gibt es Elfmeter. Naja, also Rashford gegen Kanesicci. Schon mal die erste Chance, um sich auszuzeichnen. Jawohl. Und er hält den Elfmeter. Der aus meiner Sicht nicht unbedingt hätte gepfiffen werden müssen hier. Das ist dann das nächste entscheidende Spiel bei den Bayern. Das müssen wir dann auch gewinnen, aber halt mit anderer Truppe da antreten. Aber da haben wir die Spieler auch zu. Das war sehr, sehr wichtig. Wenn du schon mal einen Elfmeter hältst, dann bist du schon mal ganz anders hier im Spiel drin. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen was machen, ne? Hier dagegenhalten, klar. Ist auf jeden Fall ein anderes Kaliber. Malacia, Rashford lässt sich immer wieder fallen. Wieder Schlager, Achtung. Es geht dann sehr leicht und sehr einfach, aber bloß nicht rauslocken lassen. Hier schön mit den Sechsern die Mitte versuchen zuzumachen. Boniface, jetzt werden wir ganz hinten reingedrückt. Und kassieren wahrscheinlich gleich das 1-0. Die bereiten sich schon drauf vor. Ugarte, Fratesi kommen da auch nicht ran. Schlager, oh, gut gemacht. Robin Koch ist dazwischen. Wieder Schlager, Fratesi, Kadiolu herum um Rashford und der macht das richtig gut, aber es ist direkt wieder der Ballverlust da. Das ist krass, wie sehr United hier presst. Jetzt kriegen sie natürlich auch den Freistoß. Bei jeder Gelegenheit ist es momentan schwer, aber das müssen wir jetzt überstehen hier, ohne Gegentor. Und dann müssen wir halt auch hier irgendwie ein Spiel, vielleicht Formation umstellen, vielleicht nützt dieses 4-2-3-1 nicht so viel gegen United, weil die machen wirklich viel, viel Druck. Die pressen, wo es geht. Schaut euch das an. Ich habe nicht mal die Chance, mich hier zu drehen. Mal normal ein Spiel aufzuziehen. Das geht momentan nicht. Weil United das eigentlich gut macht. Achtung, Kanesicci. So, jetzt vielleicht mal. Nimmt da Glover mit, genau. Und Martin muss eigentlich auch schon mitkommen. Boniface in der Mitte. Schöne Flanke. Jetzt vielleicht die erste Chance. Onana und Mamouche mit dem Rebound. Und das Eigentor. Onana. What is my name?
Was war das denn? Der hat doch nichts gemacht, der bleibt einfach stehen. So schnell konnte er wahrscheinlich gar nicht reagieren. Mamouche, Ball in die Mitte und dann Onana, perfekt. Das Geschenk nehmen wir natürlich gerne an. Dankend an Onana mit dem Eigentor. Wie es zustande kommt, natürlich auch glücklich. Vielleicht ist die Führung auch nicht verdient, aber das ist mir sowas von egal. In so K.O.-Spielen, da juckt mich das überhaupt nicht, ob das hier verdient ist oder nicht. Aber alleine die Tatsache, dass wir es dann mal schnell gemacht haben und dass wir dann auch Chancen bekommen und dann auch nachsetzen, ne, in Persona von Mamouche. So, und jetzt, das ist vielleicht der Brustlöser gewesen. Bisschen mehr mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gespielt. Wir können es doch. Martin, nächste Chance. Und der Doppelschlag. 2-0. Das Spiel so ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil United hat bislang richtig viel Druck gemacht. Klar, den Elfer verschossen. Uns sind ein bisschen eingeschnürt, aber jetzt befreien wir uns und wie wir uns befreien. Martin als Kapitän mit dem zweiten Tor und da sieht Onana, wobei okay, den hätte auch jeder andere Keeper nicht gehalten vielleicht. Und das 2-0, das ist natürlich überragend. Und das ist ein Spielverlauf wie gemalt. Erstmal 30 Minuten lang hinten ein bisschen was zu tun bekommen. Dann durch ein Eigentor in Führung gehen und dann natürlich nochmal ein paar Minuten später dann das zweite Ding machen. Aber das war es natürlich noch lange nicht. Das war es natürlich noch lange nicht. United kommt. Akanji, wichtig. Reicht auch. Einfach nur mal das Bein rausstellen. Und den Gegner zur Verzweiflung bringen. Aber United kommt nochmal. Anthony. Mason Mount, das Rashford, Højlund. De Ligt kommt. Die Szene nochmal überstehen, jawohl. Und da haben wir erstmal eine 2-0. Oh, Vorsicht. Ja, 2-0 Führung. Ich dachte, da wäre nochmal was passiert. Aber Gott sei Dank nicht. Also 2-0, Spielverlauf ein bisschen kurios, aber wir führen 2-0. Und nur das zählt. Das ist das Entscheidende, wenn wir mal hier gucken. Mehr Ballbesitz für United, weil sie halt die ganze Zeit um unseren Strafraum herum gespielt haben. Aber entscheidend ist das, was hier in der Mitte steht. Und klar, mit gütiger Mithilfe von Onana. Und dann das schöne Ding von Martin zum 2-0. Und das soll jetzt bitte genauso weitergehen. Im besten Fall. Aber United kommt zum Anschluss. So kann es natürlich auch gehen. Højlund. Einmal schnell gespielt. Mit einem Ball die ganze Abwehr ausgehebelt. Hier Rashford, schöner Ball. Auch ganz easy. Und da kann Kanisici diesmal nichts machen. Und schon ist es wieder spannend. In dem Spiel. 2-1 nur noch. Und direkt nach der Pause, das ist natürlich ungünstig. Aber gut. Viel zu leicht ausspielen lassen. Das heißt, es erwartet uns jetzt noch ein sehr, sehr heißer Tat. Und natürlich Højlund. Das hätte er vorher noch nie getroffen. Er sein erstes Tor im 7. Champions League Spiel. Wer hat denn vorher vorne gespielt? Das gibt's doch gar nicht, dass Højlund in der Gruppenphase kein einziges Tor gemacht hat. Wer hat die denn gemacht, die ganzen Tore? Rashford oder was? Mount? So, nächste Chance, Kalioulu. Kein Abseits, Martin, Glover in der Mitte. Ja, den kriegt da Glover, oha. Da war der Seitfallzieher schon auf der Agenda. Wir dürfen jetzt so das Spiel hier nicht verlieren. Beziehungsweise erstmal ein bisschen Dominanz hier bekommen, weil United, die pressen auch ganz schön blind jetzt gerade. Oh, oben Kalioulu, ja, schöner Ball. Und jetzt direkte Flanke, aber da ist keiner. Der Ball war richtig gut gespielt von Glover, aber dann in der Mitte, da muss halt auch mal einer stehen. United wieder über Rashford, Ugarte ist dazwischen. Und dann gehen sie ins Pressing rein und lassen uns den Platz. Oder wir haben dann Platz, wir haben dann die Räume. Mamouche, der entgegenkommt, genau, Fratesi, super, Mamouche. Kostic gegen Hakimi, ja gut, das Sprintduell, das wird Kostic, glaube ich, immer verlieren. Ich glaube, Hakimi ist wirklich ein bisschen schneller, aber auch nur ein bisschen. Freischuss rausgeholt, alles gut. Können wir mal gucken, dass wir schon mal ein bisschen, ich muss auch ein bisschen aufs Bayern-Spiel gucken, dass wir ein paar Leute auch schonen, in Anführungszeichen. Das wird zum Beispiel Haraldsson und Zirkzee, das ist sozusagen dann das B-Duo. Muss es jetzt sein, dann bringen wir mal einen Kunku für Mamouche rein. Und Meier vielleicht für Kostic, der ist halt auch nicht langsam, ne? 84. Der ist sogar langsamer, das will ich jetzt mal gucken. Mal gucken, ob Meier gegen den im Sprintduell eine Chance hat, gegen Hakimi.
Also Dreifachwechsel. Und Nkunku, linkes Mittelfeld, ist auch sehr, sehr interessant. Der kann natürlich auch Hakimi 1-2 Meter ablaufen. Vor allem im Zweikampf hier vielleicht ein bisschen mehr machen. Wollen wir mal gucken. Meier ist auf jeden Fall. Oh, schöner Hackenball. Zieht auf jeden Fall auf und bringt uns die nächste Chance hier über Nkunku. Komm, zieh weg. Du bist doch schneller als Hakimi. Jawohl, dem läuft er locker 2-3 Meter ab. Weil er auch 3-4 Meter Vorsprung hatte. Und dann sind das halt Chancen, die musst du halt nutzen. Nkunku, wenn er den macht, dann steht es 3-1. Aber das kann er jetzt auch noch fahren nach der Ecke. Gucken wir mal. Meier. Ja, Kadiolo wird den nicht kriegen. Haraldsson, Akanji nochmal nach außen. Ja gut, Meier. Linksfuß. Dann machen wir es über Haraldsson. Über Fratesi und Nkunku oder Zirkzee. Ach, schade. Wenn wir den durchgesteckt bekommen hätten, hätte Zirkzee die große Chance gehabt. Aber wir machen weiter. Wir haben jetzt eine kleine Druckphase, Drangphase. Dass wir uns auch vorne mal durchsetzen können. Aber falls nicht, ist United direkt wieder da. Aber die machen jetzt auch ein bisschen zu viel Hackespitze. 1, 2, 3. Dann wird natürlich auch der Spielfluss wieder unterbrochen. Das ist auch okay. Soll mir ganz recht sein. Verletzung Kadiolo. Ich hoffe auch nicht schwerer. Den brauchen wir auch. Da können wir dann zur Not noch Mbembe reinwechseln. Aber dann wird es natürlich auch eng personell. Weil ich habe natürlich nicht 50 Mann im Kader. So, United kommt. Die wollen jetzt auch wieder ein bisschen dominanter hier spielen, aber wir lassen gar nicht erst dazu kommen. Martin, Zirkzee, wichtig. Und jetzt kommt vor der Mittellinie. Hat er gespielt. Und jetzt kommt sein zweites Tor. Muss zum Tor hinziehen. Haraldsson ist dabei. Oh, das wollte ich nicht. Da hatte ich den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht. Achtung, Nkunku. Schade. Das wäre das zweite Eigentor gewesen, gefühlt. Aber das muss ich einfach mit Martin selber machen. Da hatte ich aber gerade noch leider eine bessere Idee. Und dann hatte ich schon gedrückt, bevor es zu spät war. Aber weiter geht's. Martin, da oben läuft er schon wieder. Oder Haraldsson mal den Abschluss suchen, abgefälscht. Und Onana kommt da noch hin. 10 Minuten noch. Es ist wirklich ein interessantes Spiel. Duell auf Augenhöhe. United ist gar nicht so... Ja, schlecht will ich nicht sagen. Also, die haben ja gute Spieler. Halten auf jeden Fall gut dagegen. Akanji, Fratesi, mal so ein Ball. Oh, der ist zu lange in der Luft. Meier kommt da ran. Nee. Aber Martin kommt gegen Jadon Sancho. Super. Martin vorne. Zirkzee, kriegt er den? Nee, Nkunku. Ja, natürlich. Mit der Hacke. Junge, warum? Verlänger doch einfach mit dem Kopf. Für Hackenspieler haben wir hier keine Zeit. Sowas will ich dann schon eher sehen von Nkunku. Dann pfeift er wieder ab. Das ist ein härterer Zweikampf, den du nicht abpfeifen musst, auf gar keinen Fall. Und wieder zustellen im Pressing, wenn es halt geht. Im besten Fall Meier gegen Højlund. Der hat halt auch nichts gezeigt. Der hat das 2-1 gemacht und ist irgendwie verschwunden in der Versenkung. Es wundert mich aber immer noch, dass er vorher noch nicht getroffen hat. Martin muss er vorbeikriegen. Jawohl, an Kadiolo. Abschluss. Ist da, aber nicht gefährlich. Hauptsache jetzt weg von unserem Tor. Ich will den Sieg hier mitnehmen. Matthias Ginter kommt rein für Ibanez. Okay, Innenverteidiger. Hätte ich jetzt nicht rausgenommen. Aber Führung ist halt wichtig. Wenn wir den Sieg mitnehmen können ins Rückspiel, dann sind wir nicht so gezwungen, von Anfang an direkt auf Sieg zu spielen. Also ich werde auf jeden Fall auf Sieg spielen. Weil verteidigen bei mir ist nicht. Oder sich hinten reinstellen, aber trotzdem wäre so ein 2 oder ein 3-1 doch richtig gut. Und danach zum ersten und den hat er dann sicher. Und es wird, glaube ich, reichen. Da haben wir eine gute Ausgangslage, ja. Und danach lässt sich viel Zeit, das ist gut. Wir gewinnen jetzt nochmal einen Kopfball mit Akanji. Und vielleicht haben wir ja noch eine Chance. Mal gucken, Schiri lässt... Ja, gut, dafür hätte ich den Ball nicht verlieren dürfen, egal. Es bleibt auf jeden Fall beim 2-1, knappes Spiel. Gutes Spiel. Besonders von uns dann. Halbzeit 2 haben wir auch ein bisschen besser verteidigt. Haben United weitestgehend vom Tor weggehalten. Das eine Tor von Højlund. Gut, das kann immer mal passieren, aber wir haben gewonnen. Wir haben eine gute Ausgangslage und somit lässt sich jetzt auch besser ins Spiel gegen die Bayern gehen. Da gucken wir natürlich auch gleich nochmal auf die anderen Champions League Begegnungen. Aber erstmal hier. Nkunku weiß es sehr zu schätzen, dass er auch ab und zu spielt. Ja, die werden wir jetzt auch alle brauchen in den nächsten Spielen, weil jetzt kommt natürlich das Spitzenspiel der Rückrunde. Obwohl die Rückrunde noch nicht so lang ist, ist zwar erst der 23. Spieltag, das wäre noch lange nicht die Entscheidung. Aber ich sage ja, wenn die Bayern gewinnen, haben sie 6 Punkte Vorsprung und ich kann mir nicht vorstellen,
wo die überhaupt noch Spiele verlieren sollen, wenn dann überhaupt. Vielleicht gegen Dortmund nochmal, vielleicht gegen Leverkusen, Union, Leipzig, aber wir haben natürlich jetzt die Chance, das Ding in unsere Hand zu bekommen. Wenn wir dann nämlich die restlichen 11 Spiele gewinnen, dann können die Bayern noch so viel gewinnen, wie sie wollen. Dann haben wir nämlich immer das bessere Torverhältnis. Aber das ist natürlich jetzt das Spitzenspiel. Darauf fieber ich jetzt natürlich hin. Mal gucken, mit welcher Mannschaft. Akanji wird wahrscheinlich weichen müssen. Ugarte. Vielleicht spielen wir da mit Larsson. Links muss ich auch mal gucken. Vielleicht kriegt Nkunku mal die Chance von Anfang an. Aber vorher gucken wir nochmal hier rein. Spieltermin geändert. Okay, einen Tag verlegt. Und jetzt auf die Tabelle. Auf die Champions League Begegnung. Da wollte ich nochmal rauf gucken. Champions League. Auf die andere Hälfte. Das hatten wir ja hier schon. Die andere Hälfte. Atletico gewinnt gegen Chelsea auch knapp. Arsenal knapp gegen Juve gewonnen. Und Bayern gegen Lazio 1-1. Also, es ist überall noch Spannung drin, auf jeden Fall. Das ist hier kein Ausreißer, der hier 3-4-0 gewonnen hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn wir denn weiterkommen sollten, gegen wen es geht. Jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es gegen Bayern läuft. Ich hoffe, da seid ihr mit dabei. Spitzenspiel, dürft ihr nicht verpassen. Lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo. Gerne die Glocke aktivieren und dann sehen wir uns zum Spitzenspiel Platz 1 gegen 2. Ciao, ciao.